Echo or Walkman? Edgar! KBG or Rye? KBC. Then you can go to Andreas. Jetzt musst du zum Andreas gehen. Die berühmte Kraus-Kuh hat mir jetzt den Eintritt in das Rasenmäher-Imperium des Rasenfreaks ermöglicht. Und heute mähe ich mal komplett auf eigene Faust, mache den Greenkeeper bei Andreas Kraus dem Rasenfreak. Und ich komme hier schon vor wie im Schlaraffenland. Ich habe hier satte 7 Rasenmäher gerade zur Verfügung, kann mich komplett austoben. Von einem Toro Greensmaster hin zu Sabo-Mähern, einem Zero-Turn Kubota-Mäher, einem Swartman Electra, einem Toro E-Flex und nochmal einem Edco. Ich weiß gar nicht, wo sein zweiter Edco ist, aber ich darf jetzt erstmal den Rasen vom Herrn Kraus pflegen, der einige Wochen im Urlaub ist. Und mal schauen, wie viel Zeit ich tatsächlich finde. Jetzt bin ich hierher gekommen und sehe draußen eine schwarze Wand zuziehen. Es wird wahrscheinlich gleich regnen. Greenkeeping bei Herrn Kraus und es zieht eine schwarze Wand auf. Gar nicht so lange jetzt quatschen, Garagentor auf. Rauf auf den Toro, den erstmal starten. Schlüssel steckt zum Glück. Und dann geht's rauf auf die Rasenfläche. Bevor es jetzt aber richtig losgeht mit dem Mähen und dem Regen, schaue ich nochmal, wie lang ist der Rasen momentan hier. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass hier auch keine Äste von der Eiche auf dem Boden liegen und ich die Spindel damit auch noch kaputt mache. Das heißt, wir haben hier ein paar Äste liegen und die wollen wir natürlich nicht in der Spindel haben, deswegen rein ins Maisfeld. Die Spindel soll heile bleiben und dann, glaube ich, gab es hier auch ein wenig Zoff. Ich weiß nicht, wer sich hier geprügelt hat. Vielleicht war das ja auch ein Revierkampf von Helmut und Ludmilla. Sieht doch schön aus. Ich finde das toll, hier so eine grüne Wand. Soll ich euch hier unten auch noch mähen? Sag mal, Felix, ist das hier nicht was für dich und den Mulchmaster? Und noch mehr Äste rein ins Maisfeld. Ja, Schnitthöhe. Andreas hat hier das letzte Mal mit 12 oder 14 mm gemäht. Zumindest seine Fairway-Fläche hier. Ja, und da vorne dann sein Semi-Rough, glaube ich, auf 30 mm und das Green auf 5 oder 8 mm. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Und ich würde sagen, die Fläche aktuell, zumindest die Fairway-Fläche, auf der ich jetzt gerade stehe, ist vielleicht so bei 20 mm. Ich stelle den Toro jetzt nicht anders ein. Die Einstellung ist bei 12 oder 14 irgendwie so. Den lasse ich jetzt so, dann geht's rauf. Es fängt immer mehr an. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass es anfängt zu regnen? Ne? Oh Mann, na gut. Ich schaue, wird wahrscheinlich eine Riesensauerei. Heißt, ich habe natürlich die Fangkörbe danach schön zu säubern, aber gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Los geht's! So, Runde 1 gedreht, einmal hier im Kreis. Muss mal überlegen, wo ich die Kamera aufstelle, damit ich das alles aufs Bild bekomme. Aber genau, es wird einmal außen rum gemäht und dann fange ich jetzt an, hoch und runter zu mähen. Mal schauen, ob ich die Streifen noch so schön hinkriege, der Kraus. Aber man sieht schon den Höhenunterschied. Was ist das denn hier? Sag mal, Andreas, hast du dich schon heimlich an meinem Nachsaatgeschenk bedient? So, wohin? Hier hin. Eine Runde gemäht, einmal ringsrum, eine Runde, noch eine Runde und schon sind die Fangkörbe voll. Hier liegt überall schon Grasschnitt auf dem Boden rum. Geil. Wie oft darf ich ihn dann wechseln? Viel rein passt da nicht. Ne? Es wird immer mehr mit dem Regen. Ich habe nur noch 2 Bahnen. Ich glaube, ich mache die jetzt erstmal. So, ich bin mit der Kamera mal umgezogen. Es regnet ordentlich mittlerweile, aber ich gebe nicht auf. Ich mache jetzt weiter. Ich habe die Südkante gerade schon in einer Tour gemacht. Und auch einmal wieder zurück, schnell die Fangkörbe geleert. Jetzt aber schnell wieder rauf auf den Meer, bevor der ganze Sitz nass ist. Und dann gibt es diese Ecke hier noch. Und dann, glaube ich, mein Cut für heute. Ich habe die Pflaumen jetzt nicht weggemacht. Es hätte zu viel Zeit gekostet. Aber vielleicht nächste Woche, wenn es ein bisschen trockener ist, dann hier nochmal die Pflaumen wegnehmen und dann den Teil auch mähen. Hier. Ich muss mir jetzt mal ein Handtuch von dir leihen. Was ist denn das? Ich vermute, das ist Schmutz. Der ganze Sitz ist nass. So, Ordnung muss sein. Fangkörbe sauber machen. Ist überhaupt Wasser drauf? Ja!
Sorry Andreas, ich habe ein bisschen deine Scheibe geputzt. Nach der ganzen Arbeit wird man richtig hungrig, ha? Eine Stunde, 10 Minuten hat es mich jetzt gedauert, mit dem Sabo hier die Semi-Rough-Fläche von Herrn Kraus zu mähen. Und zwar angefangen dort vorne bei der Straße hier den Durchbruch hoch zum Abschlag. Man sieht überall noch die Streifen vom Sabo. Noch hier vorne rum bei Helmut und Ludmilla komplett hoch an der Südkante. Und im Vergleich zu vorher sieht das doch schon ganz schön flach aus. Dieser Sabo hat einen Heckantrieb, aber dennoch schwitzig wie Sau. Aber ich habe jetzt auch schon den 4. oder 5. Kaffee und die Temperaturen steigen. Es sind locker jetzt schon 23, 24 Grad. Und das ist gut anstrengend. Ich frage mich, wie Andreas das hier jede Woche durchhält. Einmal die Woche wird das Semi-Rough hier gemäht auf 45 mm. Also das ist schon Wahnsinn, diese Fläche hier, ne? Ich meine, ich habe schon ein großes Grundstück, aber ich habe auch nicht überall Rasen, weil ich mir das anschaue. So, der Abschlag ist jetzt mit dem Swatman gemäht, mit dem Elektra. Und das Ding ist so unglaublich leise. Ich überlege echt, ob ich meinen Edwin vielleicht verkaufe und mir auch einen Elektra hole. 55er Breite, das geht super schnell. Der Abschlag ist jetzt also auf 8 mm gemäht. Mit diesen 8 mm werde ich dann auch noch das Green da vorne mähen. So, ich bin jetzt mittlerweile bei 2 Stunden. Und jetzt kommt der Toro Greensmaster zum Einsatz. Dann wird das Fairway hier gemäht. Und diese Fläche geht jetzt hier ruckzuck. Ich glaube, ich bin hier in 5 Minuten fertig. Dann geht es noch rüber, Südkante auf die andere Rasenfläche. Und dann wird das Golf Green endlich gemäht. Benzin steht da auch und Dieselöl, falls irgendwas fehlt, aber ich glaube nicht, dass der Greensmaster auch nur annähernd leer wird. Es sei denn, du fährst hier nochmal ums Dorf rum. Da ist er wieder. Die ganze Fairway-Fläche ist jetzt gemäht und ich habe gefühlt 8-mal die Fangkörbe geleert. Da liegt so viel Grasschnitt, was andere wahrscheinlich in einem Jahr an Grasschnitt haben. Bin auch noch mal ein zweites Mal rübergegangen mit den Fangkörben. Jetzt gehen die Fangkörbe runter und ich gehe in die entgegengesetzte Richtung oder diagonal dagegen. Mal schauen. Diagonal. Immer noch ein paar Diamonds heute. Und dann geht es danach endlich ans Green. Wow. Die große Fläche ist jetzt gemäht und jetzt geht es endlich daran, das Green hier zu mähen mit dem Swatman Elektra. 55er Schnittbreite, 55 cm, das ist echt ein Brett. Und hier ist die, jetzt muss man mal schauen, hier ist eine 6 Messerspindel jetzt drauf, Fangkorb drauf, hier einmal mähen, dann Fangkorb wieder ab und nochmal richtig schön, vielleicht ein kleines bisschen tiefer mähen. Jetzt fängt das schon wieder an zu donnern, ne? Nee, das ist ein Auto. So, Fangkorb wieder dran. Ich sehe jetzt noch ein wenig die Umrandung vom ehemaligen Green. Ich versuche es jetzt einzuhalten und das Ganze jetzt nicht noch größer hier zu machen. So, das war jetzt irgendwie eine Enttäuschung. Denn ich dachte, ich sehe das Green jetzt richtig schön, aber es ist kaum was zu sehen. Und dabei ist doch der Toro auf 14 oder 12 mm eingestellt und der Elektra auf 5. Warum schneidet der jetzt nicht so tief? Kann es mir nicht erklären. Das ist jetzt hier rausgekommen. So. Und das ist nicht viel. Mensch. Ich fahre jetzt nochmal in die andere Richtung. Ich fahre jetzt nochmal dagegen. Ohne Fangkorb. Dann gucken wir mal. Nee, Freunde. Irgendwie funktioniert das nicht und der Schnitt gefällt mir nicht. Aber ich habe auch nicht mehr viel Zeit, ich muss nach Hause. Nach 3 Stunden jetzt hier, Rasenrambazamba bei Herrn Kraus. Es ist Zeit nach Hause zu fahren. Aber man sieht zumindest Streifen, also ich sehe die Streifen und die sehen toll aus auf dem Fairway. Die Diamonds sieht man jetzt leider nicht, dafür müsste die Sonne dort stehen. Aber schön.
Sieht man jetzt, dass ich kein Golf spielen kann? Ich weiß noch nicht mal, was das für Schläger sind. So, genug ausgetobt für heute. Ich bin fix und fertig. Die Maschinen kurz absäubern, abstauben und dann ist Feierabend, dann wird die Garage hier zugemacht und dann geht es für mich wieder ab nach Hause. Tag 3, an dem ich bei Andreas Kraus, dem Rasenfreak, den Rasen mähe. Und an Tag 1 hat mich hier der Regen völlig erwischt. Das heißt, ich habe es hier nur geschafft, einmal diese große Fläche hier vorne und dort auf der Hauptfläche einmal zu mähen mit dem Toro Greensmaster. Es hat so eine Dreiviertelstunde gedauert, inklusive Fangkörbe lernen, was ziemlich häufig gemacht werden musste. Ich glaube, hier wurde seit 1,5 Wochen vorher nicht gemäht. Dann hatte mich der Regen erwischt. Am zweiten Drehtag war es unheimlich heiß. Es waren schon, ich glaube, 30 Grad morgens um 9:30 oder so. So, und heute gibt es nochmal ein drittes Mal mähen. Ich mache jetzt hier nochmal Fairway. Einmal einen kurzen Cut auf 12 mm, also hier die große Fläche. Dann hier an der Eiche vorbei, entlang an der berühmten Südkante. Hinten hin an dem Pflaumenbaum entlang. Unter dem Pflaumenbaum kann ich leider nicht mähen, denn ich habe keine Hake gefunden. Und ich werde die ganzen Pflaumen jetzt in den 1,5 Stunden, die mir vielleicht jetzt bleiben, nicht aufsammeln. Das heißt, ich mache vor dem Pflaumenbaum wieder eine Kehrtwende, mähe dann hier wieder zurück. Und auch werde ich diese seitlichen Flächen heute nicht mehr schaffen zu mähen auf 45 mm. Diesen Seitenstreifen hier ganz außen, den hatte ich auf 80 mm gelassen. Und jetzt sieht man mal den Unterschied hier. Flach noch einigermaßen und hier powert er noch mal richtig hoch. Es ist gleichmäßig auf 18 mm geschnitten, aber hier anscheinend mehr Wachstum als hier. Wenn ich dann fertig bin mit der großen Fläche und dem Toro Greensmaster, werde ich mir noch mal den Sportman Electra schnappen und das Golfgreen einmal auf Vordermann bringen. Und dann wird es das wahrscheinlich auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich habe leider beim zweiten Mähen 4 Stunden hier gebraucht und hatte wenig Zeit, irgendwas überhaupt zu sagen. War ständig damit beschäftigt, entweder zu mähen, den Fangkorb auszuleeren oder die Kamera in entsprechende Positionen zu stellen und mich beim Mähen zu filmen. Also von daher heute leider ein bisschen weniger, dafür aber mehr Bilder vom Mähen und ein wenig Spaß hier auf der Rasenfläche vom Andreas Kraus. Bevor es losgeht, gibt es aber ein paar Aufkleber, die ich hier noch verteilen werde, damit Andreas auch ein kleines Andenken an mich hat. Ich suche eine Schere, man muss wohl das Cuttermesser herhalten. Cutter zurück. Jetzt gibt es noch mal einen Kaffee zum Wachwerden, bevor es drauf auf den Toro geht. Es ist dann wohl mal Zeit, den Fangkorb zu lernen. So, eine Runde jetzt komplett gemäht. Doch mal hier und da einen Streifen vergessen, so wie hier. Aber gut, Fangkörbe gehen jetzt runter und dann werde ich nochmal ohne Fangkörbe die gleichen Spuren fahren. Und ich vermute, Herr Kraus hat hier ein paar Dollarspots gehabt. 1, 2, 3. Hier geht's weiter. 4, 5. Hier auch wieder. Und hier noch ein brauner Fleck. Noch ein brauner Fleck. Dort wieder. Wahrscheinlich nicht Tau abgewedelt. Das Gras war ja auch zumindest 1,5 Wochen lang schon recht hoch. Mehr ist im Urlaub. Und ich muss sagen, diese Fläche hier vorne, die gefällt mir überhaupt nicht. Hier, das ist komplett vertrocknet. Und auch an den hohen Stellen. Hier vorne scheint es vertrocknet zu sein. Oder hier war Rotspitzigkeit. Das weiß ich jetzt nicht. Dafür hätte ich den Rasen jeden Tag sehen müssen. Aber diese Stelle sieht nicht gut aus. Absolut nicht. Hier. Und dazwischen immer wieder richtig schön dunkelgrüne Poa pratensis. Hier auch. Oh, 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 oh. Oh Mann. Das macht natürlich das schöne Streifenbild echt kaputt. Diese Stelle hier ist extrem kaputt. Tja, entweder mal ein bisschen erifizieren dort oder er braucht hier ein wenig mehr Stickstoff. Das sieht hier nicht nur braun aus, sondern es hat auch einen rötlichen Touch, falls man das jetzt auf der Kamera erkennen kann. Von daher würde ich dem Herrn Kraus empfehlen, hier vorne mal zu lüften und dann mit Stickstoffdünger ranzugehen. Aber er ist ja auf organischem Dünger jetzt und wie schnell da der Stickstoff tatsächlich greift, wenn er jetzt hier organisch düngt, boah, das weiß ich nicht. Dafür habe ich selber zu wenig Erfahrung mit organischen Düngern. Aber brutal. Jetzt kann man natürlich denken, hey Moldrops, Alter, das warst doch du. Ja, wie soll ich das denn gewesen sein? Da von 60 auf 45 mm gemäht. Ja, also falsch gemäht habe ich da auch nicht. Aber gut, sieht vom Streifenbild eigentlich schon recht schön aus. Aber die gehen noch ein bisschen deutlicher. Wenn ich jetzt noch ein zweites oder ein drittes Mal rüberfahre, dann sieht man sie richtig gut. Und das machen wir jetzt. Und danach geht es hinterm Haus entlang. Nee, eigentlich, jetzt wo die Fangkörbe dran sind, einmal noch ums Haus rum, dann Fangkörbe ab, dann hier nochmal ein zweites oder ein drittes Mal rübergehen und dann sind wir fertig für heute.
So, jetzt bin ich hier schon einmal rüber gefahren und hier sehe ich überall noch Grasschnitt, erstmal auf die Bremse treten. Überall noch Grasschnitt, beziehungsweise hier ist überall noch Gras liegen geblieben. Ich habe die Vermutung, dass hier noch zu viele Wellen drin sind, nachdem Andreas hier die Südkante gemacht hat. Ganz schön laut hier beim Motor, was? Nachdem Andreas hier die Südkante neu gemacht hat, wahrscheinlich noch ziemlich viele Hügel drin, sodass die Spindeln von dem Toro hier gar nicht wirklich raufkommen auf den Boden. Die noch sehr wellig ist und von daher einfach sehr, sehr viele Grashalme hier noch ziemlich lang sind. Aber wir versuchen das jetzt nochmal. Und dann gehen wir nochmal rüber. Sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, aber ich glaube, einmal muss ich noch rüber, damit es schön aussieht. Eingang hochschalten, ein bisschen schneller fahren, damit wir auch schneller am Ziel sind. Wieder unten. Vorne durch. So, noch zur zweiten Runde. Immer noch nicht viel weggenommen. Ich sehe überall noch Grashalme hier vorne. Versuchen es jetzt noch einmal. Und auch das scheint nicht sehr viel gebracht zu haben. Vielleicht müsste ich in die entgegengesetzte Richtung fahren, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Letzte Runde. Die Fangkörbe sind jetzt ab. Man sieht schon ein paar schöne Streifen hier vorne. Und die Sonne steht jetzt dort hinter mir. Das bedeutet, ich werde in diese Richtung auch nochmal diagonal fahren, in der Hoffnung, dass man dann mit dem Sonnenlicht auch ein paar schöne Streifen sieht. Wir schauen uns mal an, was Andreas hier für einen Rasen eigentlich hat. Bin mit ihm schon mal hier rüber gegangen. Wenn ich hier mal reinschaue, sehe ich hier eine Menge Poa pratensis, also schon breite Blätter, dunkelgrün und dann und wann immer mal auch Lolium, die sich hier durchkämpft. Aber so Felder, ne? Das heißt also, hier haben wir unheimlich viel Poa pratensis. Und hier auf dem Green so eine Mischung. Hier ist Poa pratensis, auch wieder dunkelgrün, breiteres Blatt und arbeitet so, ja, fast schon bodendeckend. Und dann immer mal wieder Lolium, was sich hier auch durchkämpft. Und er mäht hier 5 mm. Ja, und jetzt soll mir mal einer sagen, oh ja, Poa pratensis, die kannst du nicht tiefer als 20 mm mähen. Ja, sie überlebt hier aber. Und auch die Lolium überlebt diese 5 mm. Das aber jetzt zu Andreas Rasen, beziehungsweise zu den Gräsern, die hier im Rasen sind. Jetzt werde ich den Toro einmal reinfahren und nochmal mit dem Swordman das Putting Green da vorne mähen. Den Abschlag mache ich jetzt nicht mehr, dafür habe ich keine Zeit heute. Beim letzten Mal hat das nicht so ganz gut geklappt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat sich verstellt und er hatte gar nicht mehr die 5 mm eingestellt, sondern ist nach oben verrutscht, obwohl ich den Bautenzug nicht verstellt hatte. Aber ich versuche es jetzt einfach nochmal und dann gucken wir nochmal, ob das Putting Green hier mehr raussticht als beim letzten Mal. Aber hier von dieser Position sehe ich echt diesen Diamond Cut jetzt, ne? Schön. Ich habe jetzt die Kontermutter nochmal gelöst. Jetzt werde ich auch den Bautenzug nochmal lösen. Das Ganze hoch und runter stellen. In der Hoffnung, dass er dann auf beiden Seiten gleichmäßig niedrig ist. Sind jetzt 5 mm geworden. Zumindest sollten es 5 mm sein. Kontermutter jetzt nochmal festschrauben. Er wird schon einiges an Gras abnehmen. Ich werde jetzt auch mulchen, nicht mit dem Fangkorb arbeiten. Oh, hier ist aber Gras an der Linse. So, 5 mm im Gegensatz zu 14 mm. Hier 14, hier 5, zumindest laut Einstellung. Ich sehe hier eine kleine Kante. Ob man das auf der Kamera sieht, weiß ich nicht. Doch, hier müsste man es erkennen. So den gewaltigen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Ein paar Mal hoch und runter jetzt mit dem Swordman, um das Green schön zu haben. Gras im Mund. Und dann schauen wir, dass das Ergebnis gut ist. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht gleich an zu regnen, es war Regen angesagt. Und da ziehen auch schon dunkle Wolken auf. Die ganze Kamera ist jetzt voll mit Grasschnitt, selbst hier oben auf dem Mikrofon. Ich habe jetzt keinen Fangkorb benutzt, sondern ich habe gemulcht. Damit habe ich natürlich schön viel Poa annua Samen verteilt. Aber Herr Kraus hat ja von mir auch schon ein kleines Geschenk mit Poa annua Samen bekommen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, den Fangkorb dann noch drauf zu schnallen, den Fangkorb dann wieder auszuleeren, nochmal sauber zu machen. Ja, das heißt also, ich muss den Elektra jetzt so oder so einmal abpusten. Der hat überall Grasschnitt. Das Green ist jetzt gemäht und zwar 5 mm und
Ich sehe es jetzt im Gegensatz zum letzten Mal, als ich hier gemäht habe. Ich vermute einfach, er hat sich ein bisschen verschoben. Die 5 mm, zwar auf der einen Seite angezeigt, aber auf der anderen Seite die Kontermutter wohl wahrscheinlich ein bisschen locker gewesen, sodass er sich verstellt hat, ja, nicht mehr in Waage war. Aber er hat jetzt ein tolles Schnittbild gemacht. Ich finde es zumindest super. Der Elektra wird jetzt sauber gemacht, geht wieder zurück in die Garage, dann packe ich meine 7 Sachen. Nein, jetzt mache ich alles zu und habe die Fangkörbe noch vergessen. Die sind noch komplett dreckig. Und auch der Trolley ist noch dreckig. Na. Und das Ganze nochmal. Nur ist aber Schluss. Wie lange machen Sie das hier schon? 4 Jahre. Nicht nie gefragt, warum der Rasen hier so schön aussieht? Hallo, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Andreas Kraus, dem Rasenfreak, der heute mal in die Rolle von Mojobs geschlüpft ist. Oh, geil, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich will auch mal KBC sagen. KBG or Rye? KBC. Rotary or real? What do we? I got a look. Look at. Cat's a smart man. Sword man.